Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Fake Grand Order. Ich bin es Fix. Wir befinden uns hier gerade in einem erbitterten Kampf gegen niemand anderen als Asklepios. Der werte Caster und Lokapala hier des Südens, glaube ich, hat sich hier mit dem Gott der Unterwelt Yama zusammengetan. Das ist die göttliche Macht, die Arjuna Alter ihm überbracht hat. Wir müssen nun an diesem Monstrum vorbei, der hier anstatt den Menschen hier zu helfen, lieber geforscht hat und dem es egal war, dass hier Menschen daran sterben. Ja, versuchen wir unser Bestes. Machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Dreamlike Charisma und bomben hier das was auch immer hier weg, Mann, oder? So, Ossi, überlasse dir das. Wir haben schon lange irgendwie, habe ich keine Ossi-Lache mehr gehört. Müssen wir definitiv, brauchen wir definitiv mehr Ossi-Lache. Deswegen stallern wir jetzt erstmal hier kurz. Sollte hoffentlich lang mit Devil Bodhisattva. Und, oh, er hat überlebt, nett. Ja, gut. Da sacken wir nochmal. Okay, gut. Und dann geht's in eine Round Number 2. Wir schlagen uns jetzt hier erstmal durch. Wie gesagt, ja, keine Ahnung, wie mächtig er nun Asklepios wirklich ist. Aber ich denke, wir werden es gleich herausfinden. So, was machen wir denn? So würde ich sagen, yo. So, ja, was ist meine gute Mordmord dabei? Das war meine alte Kombi, wenn ich noch Trainer war. Hey Leute, mit dem haben wir hier verdammt nochmal G4 bezogen mit der Kombo. Dead Souls. Ja, hier hat ja irgendeine furchtbare Pest geherrscht, so wie wir das gehört haben. Und diese Menschen nutzt er jetzt hier einfach als, ja, gute Frage, als Opfer. Hat er sie jetzt wieder auferstehen lassen, als Zombies? Au. Au. Gar nicht nett, Mann. Ganz und gar nicht nett, ihr blöden Dead Souls, Mann. Oh, Entschuldigung, liebe Leute, der Max spielt wieder rum. So, jetzt müssen wir den aber hier mal down machen, weil langsam haben wir da gar keine Lust mehr. So, deswegen machen wir den und den von mir. Hey, ich wusste doch, was mir ausgecrittet, Mann. Jetzt komme ich aber ein bisschen schwach in die letzte Runde. Aber egal, der ist schon mal da, der Berserker, da machen die schon mal keinen Schaden mehr. So, ich habe mir überlegt, erst hier. Oh, so schöner Damage war. Die Werte ist damit zu nehmen. Ah ja, wir ist doch hier für die Dame hier entschieden. Klappt ja auch ganz gut. So. Nicht töten, genau. Alter, was? Verarschst du mich, Mann? Also komm, Mann. Was war denn das, Mann? Okay, bringt mir eigentlich nichts, Mann, aber egal. Was war denn das, Mann? Das waren 10.000 Schaden, Mann. Ich hätte das Attack abmachen sollen. Na, egal. Ist nicht so schlimm, wie gesagt. Wir haben hier den Heal und das Mögliche. Und jetzt buttern wir erstmal los. Komm. Butter. Leute, packt die Butter aus. Fatal Battle. Caster Asklepios. Ah, danke, Pippe. Also, jetzt kommt der Ossi-Zerstörer-Modi. Jetzt gehen wir aber richtig in den Ossi-Zerstörer-Modus, weil mir langt's definitiv. Von irgendwelchen verdammten Dead Souls oder was auch immer kommt, Mann. Einfach Zombies, Mann. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Bam. Passt. Und jetzt, liebe Leute, 100.000, locker. Locker, Mann. Lausento Cloud ist was? Da war ich gerade falsch gepolt. Und komm. 34. Passt. Sehr schön. Du musst keinen MP. Jetzt. Hä? Jetzt ah ne, er hat MP-Stil. Entschuldigung. Oh. Halt, der zählt ja nur 10.000 oder was? Das finde ich gar nicht gut. Da müsste ich leider gerade eben aber dagegen was machen.
Da müssen wir jetzt mal kurz hier drauf critten. Sonst macht er mir echt noch Schaden, oder? Diese Berserker sind so madig, Mann. Wenn wir den Kampf nochmal machen, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, müssen wir Garden of Avalon spenden, aber ich habe keine Lust, die ganze Garden of Avalon zu warten. Was zu broke ist, meine gute Frau. Oh, sehr schön. Klar, wir haben jetzt 2 MP. Okay, sein Damage wird mich jetzt nicht zerstören. Ja gut, die 10.000 Heal, die er macht, die sind natürlich unschön, aber stören mich jetzt auch nicht so sehr. Denn wir der Jakun jetzt erstmal hier ihn zu Tode. Also. Keine Ahnung, ob wir seine Zombies auch noch bezwingen müssen, nachdem er tot ist, aber ich glaube jetzt mal nicht. Der dumme kleine, da kommt doch jetzt erstmal Pyramide auf dich zugeflogen, er ist Clippers One. Jeder Casterfight in diesem Spiel, Mann. Jeder verdammte Casterfight in diesem Spiel ist halt einfach durch Ossi halt einfach easy. Es ist halt einfach so, Mann. Komm, Crit. Ja, schade. Aber könnte trotzdem lang. Yeah. Okay, Zombie, stehst du noch? Ja gut, dann steh halt noch, kein Problem, Mann. Von mir aus, ja, wieder. Das stört mich doch gar nicht, wenn du hier noch stehst. So. Wenn du echt willst. Meine Quick-Card macht sogar jetzt nochmal Schaden. Oh. Leute, so schnell können die Pyramiden gar nicht fliegen, wie ich die Gegner platt mache. Gut gemacht, Marder. Bin stolz auf dich, Kleine. Ja, passt doch. Das Game ist ja eigentlich nicht so schlimm mit Debuffs, also wir brauchen jetzt nicht unbedingt Marter, aber es ist immer praktisch, sie zu haben. Besonders, weil man nicht weiß, was die Gegner so fieses drauf haben. I don't know how we can thank you, as if curing disease wasn't enough. You even tended our fields for us. Are you all new, Kabbalah? You must be to show us this kindness. Please stay with us, the whole town would be thrilled to have you. Tsk. Sorry, my throat's been acting up a bit paid, no mind. I just stopped by to check on things. This isn't the fundamental solution this Lostbelt, this world needs. It's the one who will show up after who are bound to end you. They're from an organization called Chaldea, just as I am. Make sure to welcome them when they get here. It'll be speed things like... Was? Okay, but it isn't Chaldea we want to thank, it's you. Please, won't you stay with her for just a while? We would be honored, delighted, even if you praise someone so virtuous. Yes, exactly. Please, right this way. Everyone's dying to hear more about you. They really mean it. These people can't have much to spare yet. They still want to reward an outsider. Wer ist es? Das ist der die Seuche gehalten hat. Never mind it. Why do they like me at all? That sort of thing would never have happened before. I'm not doing anything different than I was before. I'm still operating under the exact same principles I was always have. So I'm seeing such different reactions now. Is it only because of what I look like? Do people really care about the appearance that much? Oh well, that is true. It suits my needs perfectly. Das war jetzt nicht Asklepios, oder? Keine Ahnung, Mann. Das ist der hier, der hier die Seuche geheilt hat. Asklepios hat ja gesagt, er hat ja die Leute hier... Es war ihm egal. Weil er hat ja einfach nur gewartet, bis diese... Oh, was auch immer werden. Fragezeichen. Fragezeichen ist immer gut. Ja. Keine Ahnung. Nehmen wir gar nicht schon mit. So. Ach, bei Fragezeichen, das ist Enki Bro Party. So. Ja, wie gesagt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Wer das hier war, der Kalte. Und dann setzen wir jetzt mal eine Arbeit für Chaldea. Also, das ist unser Kollege. Also, war das jetzt doch Asklepios? Keine Ahnung. Ein anderer Asklepios? Just keep coming, no matter how many of them we take down. Wait, what's that? Sonst gibt es ja keinen mehr. Von Chaldea leider. Shit, it's a kid. Most of the south was in hit after the start of fighting. But you must be left behind. Kid, get out of here. It's not safe. Ah. Ich hasse Kind. Ah. Crap, you tripped. And he's so far to... What's wrong? You fell down. Your knee is injured. Let me see it. God. So you cut it on a rock, even in the middle of town. The roads really need to more work. That's why a fall of speed can reproduce laceration like this. Now I see. I'll have to remember the size and depth of the wound, so I can comprehend similar situation in the future with just a glance. As for you, Aunt,
There's nothing unusual wrong with it. To treat it, first we wash the clean water. Then we apply some of the medicinal herbs. It's not bleeding anymore. Of course not. I just stopped it. Now listen to me. Don't take that off until the pain is all gone. Doctor's order. If you can't listen to them, then will mean your thick skull is the reblowing. Don't make me give up on you. I won't, I promise. Thank you, God. That's a good patient. Take care. Trotz seiner seltsamen Verschrobenheit ist immer noch sein oberstes Ziel die Menschheit. What the heck, one of the scruff curmudgeonly doctors hides his heart of God beneath this prickly exterior? What are you talking about? I heal those who need healing and show no mercy to those who would interfere with my medical pursuits. That's all there is to it. It couldn't be simpler. That dedication is not a bad thinking itself. But why do you insist on prioritizing that over all else? How can you so casually dismiss everything else wrong with this world, or the suffering of these people? You're really asking my reason? That's a new one. They're so blindingly obvious that I don't even have to answer ready. To tell you the truth, I have to pay attention to things I usually ignore and bring my thinking down to the level of the most idiotic of patience. Never mind. There's no point. I'm just going to keep working and kicking your interlopers out of my exam order. First you help a child, and now you're back to raising the dead. Which are you looking for, praise or revolution? I have no need for either. Now will you stop acting up? You're the very best sort of patient, aren't you? It doesn't matter how many dead for all of us. If I can defeat a great Rakasha, I can defeat you too. It never fails. It's always the most ignorant patient who make things worse. You should simply have resigned yourself to assisting me in the study of medicine. Now this has taken long enough that he's shown up. Uh-oh. I'll explain later, all of you. She's coming to get away from the immediate— Oh nein! Es ist Arjuna! I knew this was a possibility, but I didn't think it would actually happen now. And by this, I mean the worst goddamn case that we can think of. Talk about luck not being on our side. Master, over there in the sky, it's... Bitte Kana, bitte Kana, bitte Kana, bitte Kana, bitte Kana. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Arjuna! I thought he spent his time flying around the tree of emptiness. I swear there's nothing worse than amateur's home remedies. If this kind of power and Vyama's mobility, there's no need for him to stand around guarding the tree. Especially now that no one besides him can even get close to it, thanks to the ocean growing bigger. The only reason he usually stays there is because he typically has no need to go anywhere else. Which, of course, means that if he does that need to go somewhere else, he will. Of course, in this particular case, he only knows because I informed him when I found you, as he ordered me to do. I guess he's actually taking care of rare interest in you. We can't get away from him. Opferdrama! So you're the sole god of this world. The one they say absorbed every other divinity in India. So you're a god too. But you're a tiny, insignificant one. Shut up! You're nothing but a shadow of once great hero. You don't dare compare me to your stone divinities. Your insolence is unforgivable. Now release every god you have within you, immediately. I couldn't agree more. I'm sure you have a divinity linked to this world. Sita, I'm not letting you get away. Okay, but maybe you could not let him get away later? Haven't I told you guys that you don't stand a chance to get him yet? In fact, I'm pretty sure we told you to get out of there. Did you not hear something? Oh, we heard you just fine, but it's not that simple. I don't think we can avoid combat at this point. Let's find our chance and get out of here. Yes, Master. We can let our mission, can't let our mission end here. Awaiting your orders. Okay. Ja. Das kleine süße Wesen, was einfach mal hier ein Universum resetten kann. Blub. So oder so ähnlich. Den müssen wir jetzt bekämpfen. Okay. Kadoc, wo bist du?
God, Arjuna. No reason to reach God. Okay, gut. Pippis Bauphone. Okay, gut, ja, gut. Also ich glaube, das wird kein Kampf sein, den wir irgendwie in einer Weise gewinnen können. Kamino no Power. Ich glaube an dich, Tanky Ganesha. Habe ich nicht eine Ignore Defense? Okay, gut. Okay, er chillt nur. Ja gut, das ist mal immer etwas. Er chillt nur. Das macht mich aber irgendwie nicht glücklicher. Oh nein, nein, ich möchte nicht mal higher werden. Das ist ein Gott, wieso macht es ihm keinen Schaden? Enke nur seine göttervernichte Waffe. Alles macht keinen Sinn. Damn you, Fate Lower. Keine Ahnung, was machen wir? Skills hier. Ich verstecke mich. Ne, ich warte noch. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist kein Kampf, wo wir irgendwas Sinnvolles machen müssen. Echt, das hat keine Wirkung, wenn wir irgendwelche Reisbällchen auf ihn werfen? Das wundert mich jetzt schon, um ehrlich zu sein. Angie, Bro! Wenn du es nicht schaffst, wer dann? Okay, gut, keiner schafft es, wir sind tot. Liebe Leute, es ist zu spät, sich den Cryptern anzuschließen. Okay, Crypter, verdammt. Kann ich mich diesem Foreign God oder was auch immer nochmal anschließen? Also, ich möchte jetzt nicht die Menschheit verraten, aber... Ich meine, was soll man sonst machen? Oh, Leute, Mann, ich verstehe gar nicht, wie kann das wieder Alter keinen Schaden durch die Reisbällchen bekommen, Mann? Okay. Ich will nicht mal higher bleiben. Er macht eh gegen No Defense, Mann. Stört mich das überhaupt? Okay, wir sind tot. Alles, was wir defensemäßig haben, wird eingesetzt. Oh, das ist ein cooler Kampf gewesen. Stell mir das so weg. Leute, ich möchte animiert sehen, Mann. Das war eine knappe Angelegenheit. Leute, ich möchte bitte den Kampf animiert sehen. Bitte, wo, Ganesha, Shinka, wie auch immer so, die Reisbällchen. Leute, best fight ever. Okay, nochmal ein guter Kampf. Captain Chubby, es war mir eine Ehre, dir zu dienen. Das war mein letztes Gefecht. Hiermit, trete ich aus aus Chaldea. Ich bin jetzt Teil der, ihr wisst schon, Foreign God und so. Ich ersetze, Peperoncino, keine Ahnung. I blinked out of sheer boredom. In the infinitesimal span of the blink, I had a dream. Unusual. It was a dream about a foolish war. A war that started for laughable reasons, persisted in absurdity and ended in trivialities. Der Kadoc Zemlupus Krieg. There's something there, something within my memories fighting alongside my beloved friends and brothers. Wanting nothing more than to grant their wishes, my arrows found their way into every one of our hated enemies. I fought earnestly with no shame, proud to be counted among my brother ranks. But even so, something nagged at me deep within my heart. Something dark and wriggling. As I grow bored of even that, I open my eyes and once the darkness fades away. I forget that I ever dreamed at all. God has no need of dreams. Hotinaxakbun is dropping. Systems overloading. Wait, please, I'm not done for... You bastard, I can't afford to lose. If I can't protect Maxie and his companions, then who... Oh man, I guess I wasn't good enough after all. Even though Canas asked me to take her over for him, I just can't. Damn it, I guess I failed yet again. Well, was this a satisfying diversion? No, I'm just disappointed. These people survived my reconstruction. I thought maybe they were special. But they were not worth verifying. Although, what did I verify? I feel no need to understand. Hey! First you had me call you, now you're just up and leaving?
What do you want me to do with them? I no longer care. Wenn man irgendwann so broken stark ist, ist es halt einfach wurscht, wenn irgendwelche Rebellen aufmüpfig werden. Messing fix up and currently leaving as soon as he gets bored. He's a god, alright. Guess this means I can do whatever I want with them. At least he didn't obliterate them with a divine punishment. Okay then. Let's hurry up and end this already, so I can back to my research. Hey! 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 Are you serious? Now if you can't even move? Seriously, I guess there wasn't any point in choosing after all. Also ich dachte, aktiviert zensiertes Licht, das wäre ja noch eine Waffe. I knew it was a hopeless dead end. Thanks to my Runjinsu, the only power I was born with, I couldn't help but to enlighten about that. So I never needed to lie to myself. I don't even need to remember when I had begun, because I always knew from the start. My life has no value. I'm just a pitiful jester, born to a pitiful world. So then, why did I make the choice? Why was I holding so hard? Right, of course. It's because if I die here and now, then if nothing else, these fears won't have been worthless and they won't be erased. In that case, maybe this is the end I can accept. Was? What my specimens? I'm surprised this place turned out to be a land of the dead. Or did I just pick an odd time to visit? Oh my god, this is David! What? What in the world? What are you doing here, David? What? Oh my god! Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen ausgelassen. Alter Mann! Leute, Mann! David! 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 Ich krieg mich gerade mal ein. Oh! Weitermachen! Weitermachen! David! Der stärkste, selbst ein Crypter, der stärker ist als Kirishima. Oh mein Gott! Und er hat uns gerettet? Wieso ist er überhaupt hier? Daybit Sem Void, the Crypter of the most talent of them all. I thought he was off raising another Lostbelt. And what's that? Is that a servant? Oh! Oh! Das ist das Ende. Aber er hat uns gerettet. The miasma around him is too strong for us to properly observe them. But I was just able to get an idea of the scale. That is her grand servant. That's not about it, but David somehow formed a contract with her grand servant. Oh my god! What's this about? Who are you? And what is... Yama, also known as Yamatan, passing judgment on the dead. What a joke. Death is meant to be eaten. Life is meant to be sacrificed. Giving the dead freedom would never pass in my word. So I consumed them, but they tasted terribly. Have proofs they haven't been eating anything decent. Try to stay behind me. Remember, this isn't your land. Did anyone ever teach you not to drink the tap water when you're travel? Good point. I'll be more careful. Besides, we didn't come here for the food. Oh my god! Oh my god! David! He's not even looking this way. Why are you here? How are you here? You can't just show up and surprise me like this. I didn't have any time to prepare my hair. It's a mess. Oh gosh, you've got to give me some warning. Should I have waited? You look like you were in trouble, so I thought I would help. I mean, don't get me wrong, it definitely saved my life and I appreciate it. But seriously, what are you doing in India? I came because of the way you were behaving at our last meeting. I wasn't sure if it is because things were going well or poorly for you, but I found it strange that you didn't say anything about how things were going in your Lostbelt. We may have been in agreement not to interfere with each other, Lostbelt, but there are no rules against making personal contact. I acted on intuition rather than logic, and then only because I considered you a friend. Was I out of line? Oh, no, not at all. It's just, this is a Lostbelt, you know. You can't just walk in right out of them, right?
We can't know, but fortunately we know someone who can, Könskaya. Hello, whether it's kidnapping, assassination, or coup d'etat. NFF7 is ready and waiting to this. Das Kostüm, was Janot, is super. That said, I was pretty preoccupied with my own affairs. I was hoping to avoid answering any sudden business calls for a while. But, you know, there aren't many people like Daybit around, right? So I thought it would be worthwhile to have him owe me a little favor without the foreign god getting in the way. Könskaya. Well, if it isn't Maxi, that's a long time no see. Oh, don't worry, I'm doing my best to torment the humans here just as much as you expect. But until Arjuna gets at least a little further away from there, I can't really have as much fun as I'd like. Let's just say I want to draw much of this attention right there now by doing as I please. So in the meantime, just think of me as a beautiful tour conductor keeping a silent but watchful eye on the group of students on the field trip, and don't pay me any mind. While I was at it, I thought this would be a good chance to ascertain the extent of this woman's ability. And not come cheap, but you needn't worry about that. Anyway, what happened to you? Your contract at 7 is nowhere to be seen, and you're fighting alongside our enemy? It was worth the few minutes it took to see this for myself, but I can't imagine how you got to this point. It's because I can't go along with this god, the core of this Indian Lostbelt, or the way he does things. But I couldn't criticize him in front of Kirishia, since one of our foreign gods' alter ego disciplines is involved. Why can't you go along with him? His way of doing things may be unusual, but his logic appears sound. I guess it's a matter of taste, lifestyle, aesthetic, principles, that sort of thing. I guess to put it in another way, it's because who I am. So you haven't turned your back on the Crypters then. In that case, there's no problem. Of course not! I would never abandon you guys. But I can't abandon these kids either. Now that things have come to this, I'm planning on helping them out until this is over, one way or the other. That shouldn't be a problem, right? I see. You're a good man, Moirenji. You really know how to take care of people. Ist ja nicht der Name. So, I didn't quite catch that. Can you defeat this god? You're already moving past it like it never happened. Anyway, I'm trying, but honestly, it's a real challenge. I mean, he's pretty much a perfect being. I don't suppose you have any advice for me, do you? So you're up against a perfect god, huh? No, I don't have any advice. The more godlike is a god, the stronger they are. It's pointless to even try to fight a perfect god. Tell me something I don't know. You should change your plan of attack. You can't take something away from someone who has nothing, but you can always take something away from someone who has everything. So you're saying I should try to slow him down? I have to go now. I guess we didn't have time to celebrate our reunion. Don't tell Budam about this. I may not have violated the agreement, but it still doesn't look good. Oh, are you headed back now? Thank you for joining with NFF. Okay, everyone. I hope you don't mind if we step out of for now. Don't worry, I'll be coming back very shortly. Did he just look at me right before he left? He walked for him. He walked for them seven! Crashed on a cracker! Between the other crypto and the Ming showing up out of nowhere. It's being one thing after another. But never mind that now. You there, field team! I trust you can move now? Of course, that bought us more time than enough to get out of the predicament. Master, Arjuna's left. There are few dead now, and Cryptos is gone. And we even have an idea of Pippi's real name now. Fufu? I don't know what you're talking about. In fact, just forgot to hit anything. We have a bigger fish to fry right now. Oh, I feel much better. There's just something about a sudden strike of luck that puts you in a good mood. Alrighty, let's strike back while the iron is hot. A sudden stroke of luck, huh? And let's hope it's not a prelude to a greater stroke of luck, bad luck. Either way, it looks like I have to put that off my mind for now. Orthodox slaughter reduction sequence successfully. Output has restabilized. Asclepus appears to still be reeling from David's surprise attack. No such chance, Master. Oh mein Gott, das war der größte...
Sag was. Mein Fakt, den ich bis jetzt hier hatte in Fake Order. Oh mein Gott, Mann. Einfach verdammt nochmal David, Mann. Als die Crypto, also wie gesagt, was ich sehr gerne an den Lostbelt mag, ist einfach, wie die Charaktere eingeführt werden. Früher war es so, also besonders in der alten Kampagne, okay, da ist der Charakter, da ist der Charakter, da ist irgendwo jemand anderes. In Lostbelt ist das alles eine deutliche Stufe weiter höher. Ich tue jetzt hier, glaube ich, Hans rein. So, klar, mit oder? Wir könnten eigentlich theoretisch auch super hier mit Ishtar arbeiten. Aber Ishtar hat dann keine Survivability. Ach, wisst ihr was, ich lasse das so. Komm. Das hat beim letzten Mal gut geklappt, wieso jetzt nicht eigentlich auch? Wird schon schief gehen. Wir brauchen mehr Mad-Action. Nee, Leute, aber ganz ernsthaft. David wurde uns damals, also Kirishima wurde uns als dieses nahezu unbesiegbare Wesen dargestellt. Der gottgleiche Kirishima Woodtime, der die Weisheit und was auch immer hier gefressen hat. Und dann gab es natürlich noch Beryl Gut. Der ist schön. Ich hätte es aber lieber vor sie gehabt. Ja. Och komm, 2 Lancer, na egal. Das kann übel werden. Jetzt müssen wir erstmal an der ersten Welle Gegner vorbei. Bam, weggestellert. So, den ich hätte gehofft, dass wir immer den verdammten Assassin wegbekommen. Ja, gar keinen wegbekommen. Aber ist auch nicht so schlimm. Besser als wenn der Caster angreift. Der Assassin angreift. Also, komm. Mart ist in der Hood. Passt. Ein Traum und jetzt Crit ihn zu Tode. Na, das war schon klar, dass es nicht wird. Aber ist in Ordnung. So, und jetzt eine schöne Final Wave. So. David, wie gesagt, wurde also als dieser ultramächtige Crypto bezeichnet. Und das, sein Auftritt, einfach mal so, okay, als Clip ist hier Gegner einfach so, zack, wegwischen. Das ist wahrscheinlich seine kleinste Übung. Ich hoffe übrigens, dasselbe machen wir jetzt gleich nochmal mit ihm. Aha. Wer ist denn hier richtig heiß gerade aufs Kämpfen, habe ich so das Gefühl. Jemand hat hier richtig gerade Lust zu kämpfen, man merkt's. David ist ein Monster. Und allein sein Auftritt, dass hier einfach so zwischen den Dingern hier hin und her reist. Allein, und das, was hier Da Vinci gesagt haben. Er hat einen Grand Servant, Mann. Oh, damn you, go, damn you, oh, damn you, Mann. Wie kann ein Grand Servant, einer der entschlossensten Kämpfer für die Menschheit, bitte sich einem Crypter anschließen? Ich befürchte Schlimmes. Au. Au. Ich befürchte arg Schlimmes, liebe Leute, für uns. So. Wir gehen hier noch wieder auf was Skepsis. Ich weiß nicht, macht er wieder seinen Heal, wo er 10.000 Leben jede Runde macht? Das ist jetzt erstmal wurscht, wir meinen jetzt erstmal platt. Aber Leute, Mann, wie gesagt, geiler Auftritt von Woodham. Woodham kommt noch. Von David. Bin sehr gespannt, mehr von ihm zu sehen. Ich mag es sowas, wenn man diese Vorstellung hat, was leider Fake Ronaldo bis jetzt nicht immer so richtig hatte. Super. Mit dem Attacker machen sie eigentlich gut viel Schaden. Okay. So, aber jetzt ist erstmal ein Job für Morty. Du hast eigentlich die für Immunity. Geht das damit weg? Ha, es geht echt weg. Cool. Sehr schön. So, und da machen wir eine Buster Chain, oder? Komm schon! Morty, ich glaube nicht! Bam! Weil ihr könnt theoretisch einen MP-Seal auf uns zaubern. Das ist eigentlich das Einzige, vor was ich Angst habe. Alle mal schauen, wie wir die Witze noch zaubern! Okay, wenn die Crit war es das. Oh, sie!
Er ist so krass, Mann, der Typ, Mann. Er ist so bonkerstark, Mann. Es ist aber auch hart unfair, Mann. Ich fühle mich irgendwie schlecht für den Gegner, Mann. Ich hab's doch gesagt, ich fühle mich schlecht für den Gegner, Mann. Ihr wisst schon, Caster, Mann. Egal ob's GE4 ist oder was auch immer, Mann. Oh, sie lässt die Sonne scheinen. Also, richtig cooler Babon. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Auch nicht, dass Daybit, der hat ja bis jetzt im Endeffekt fast gar nicht gesagt, so, sich hier Sorgen macht um Pepe. Was, Alter, schon nicht in der Wahrheit, der hat voll Leben, Mann. Oh, geile Fight, geile Fight, geile Fight. Also übrigens, zweiten Lokopada bezogen hier. Bis auf wenig Screentime von das Clipper, schade. Aber, down ist down, würde ich sagen, oder? Obwohl, hat er sich aufgelöst, ich hab's jetzt nicht gesehen. Damn it. Can a doctor really accept his death at the hand of a violent patient? No, definitely not. Hold up. Okay. Escapist is making an escape. I prefer not to let him get away, given how he's not our current priority target. Can you get after him? No way. I'm so exhausted I can barely move as it is. I still haven't recovered from the wounds that Rune inflicted on us. We just have to call this on a draw. God grief. Now that the battle is over, I expect the townspeople will come out of hiding soon. It would be a lot of trouble to explain what just happened to them. I say we leave now. Sounds good to me. Why don't we head back to our vault village, Dival was it, and plan our next course of action on the way. You seem awfully pleased about this as well. Do I? I didn't think I was acting any different than usual. Something's definitely up, Muiru. What? Don't? Okay, Win. If you want to know about that stuff so badly, I'll tell you on the way. Let's just leave before the locals start throwing stones at us for assaulting an agent of God or something. You okay, miss? Oh, yes, I'm fine. Well, not I'm fine. I'm just exhausted and hurt as everyone else. I was just thinking about something else. Now that we faced that Runa directly, it's clear just how overwhelming powerful he is. And not just a lone fighter. I could tell he was on a completely different scale, almost like he was competing with a ground itself to see who is stronger. Oh, but please, don't misunderstand me, Master. I'm not about to give up by any means. I'm just saying, analytically speaking, that Arjuna is undoubtedly the most powerful god in this world. And the more I think about it, how could we hold our own against him? The more I come up blank. Even if he succeeded defeating the Lokapala and reducing his power, would it really make any difference? Fool. We come up with something, if we're all brainstorming together. Yes, you're right. I'm sure we will be fine. Okay, Master, should we start heading back? Our first order of business, get Pepe to tell us his full name. Not you too, Messi! Echt? Ich dachte, er ist Scandinavia Peperoncino. Ich finde, das ist ein sehr schöner, adäquater Name für einen Hirn in seinem Alter. Okay, liebe Leute. Dann sagen wir hier die Quarz ein, machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Fate Grand Order. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.